Puh. Heute wird es ganz, ganz, ganz speziell. Funko Friday. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Funko Friday hier am Freitag. Es ist Freitag, es ist Funko-Zeit und ich habe euch was ganz, ganz, ganz Besonderes mitgebracht, nämlich Venomized Magneto. Der ist aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen speziell, nämlich erster Grund für die Comic-Fans und euch: es gibt diesen Comic, es gibt keine Comic-Vorlage. Ich habe keine Comic-Vorlage gefunden, wo das passiert mit Magneto, dass er einen Venom kriegt, sondern es ist Fanart, beziehungsweise in diesen What-If-Szenarien wird es vielleicht stattfinden, aber ich habe keinen Comic dazu gefunden und ich habe viel recherchiert. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre und der Erste in die Kommentare schreibt, ja, das ist doch der Comic, den jeder kennt hier, Venomized Magneto, bla bla. Soweit wie ich gefunden habe, gibt es davon Konzeptart, aber keine Geschichte. Deswegen sehr speziell. Der zweite Grund, warum es sehr speziell ist, ist, weil es ein Herbst New York Comic Con Exclusive Funko ist. Die werden in Deutschland nicht verkauft. Eigentlich. Die werden eigentlich nur in Amerika verkauft und zwar dann eigentlich nur dort in Stores, nämlich auch nicht online. Also sehr, 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 sehr schwer ranzukommen. Ich bin durch den guten Max vom Nerdy Turdy Gang drauf gekommen. Der hatte nämlich ein paar bekommen bei sich in den Store. Und das wird nicht die letzte Lieferung sein, deswegen guckt mal regelmäßig bei ihm rein, hat manchmal sehr, sehr coole Exclusives. Und ja, so habe ich einen schönen, richtig, richtig coolen. Und zwar auch von der Figur her sehr cool, weil Standfuß hat er keinen, sondern da hat er dann diesen Mantel, der in diesem Venom-Look ist und ist einfach richtig cooler Funko. Hat auch quasi so ein Magnetfeld in der Hand. Es ist richtig cool. So, da ich ja jetzt zu den meisten Comic-Funkos oder zu den meisten Funkos jetzt ein bisschen recherchieren will und ich dazu recherchiert habe und nichts gefunden habe, gehen wir mal ein bisschen auf Magneto selber ein. Für die Leute, die ihn nicht kennen. Ist so der Urbösewicht in den X-Men-Comics. Trat auch schon im allerersten X-Men-Comic 1963 auf. Und ja, ich habe einen Spickzettel, weil ich mir das nicht alles merken kann und ich alt bin. Ja, trat da auf, kann Magnetfelder beeinflussen und deswegen Metall verbiegen und deswegen heißt der Magneto. Kreative Namensfindung, Marvel, kreativ. Im wirklichen Leben heißt er Max Eisenhardt. Ist ein deutscher Jude, der mit seiner Familie im Zweiten Weltkrieg in einem Konzentrationslager eingesperrt wird und dort seine Familie verliert und dann dort ausbricht und mit seinen Kräften halt sich freikämpft. Steht meistens auf der bösen Seite der X-Men, beziehungsweise auf der nicht ganz so menschenzugewandten Seite. Aber das ist dann von Iteration zu Iteration unterschiedlich. In den neueren Filmen spielt er eigentlich auch immer mit. Und sogar im MCU spielt er so halb mit, beziehungsweise es wird im MCU noch nicht verraten. Könnte aber sein, weil jetzt Disney Fox gekauft hat und die X-Men zu Fox gehören. Er ist nämlich der offizielle Vater von Wanda Maximoff, also Scarlet Witch, und von Quicksilver, ihr Bruder. Die im MCU vorkommen, Wanda ganz speziell gerade wegen WandaVision. Und Quicksilver ist im MCU gestorben. Aber Magneto kommt. Wäre auch sehr cool, wenn der drin vorkommen würde. Wenn die das wieder aufgreifen würden oder das erklären würden. Ja, es wird immer nur gesagt, nee, da wird es nicht gesagt. Es wird in den Days of Future Past wird gesagt, da lernen sie nämlich Quicksilver kennen und der sagt dann, ja, mein Vater ist speziell gewesen und das ist Magneto. Der trifft auch später Magneto. Und ja. Magneto ist schon eine coole Sau. Also ich finde den Charakter mal cool. Ich fand den immer sehr als Bösewicht gut, weil Bösewichte, die meistens einen Ansporn haben, beziehungsweise eine Idee hinter ihrem Böse-Sein, die man einigermaßen nachvollziehen kann, sind mir immer sehr sympathisch, beziehungsweise sind leichter zu verstehen. Die Wege, die er dann geht, sind halt was anderes, aber so die Grundintention kann man irgendwie nachvollziehen. Ja, wie gesagt, ein Exclusive Funko erkennt man auch daran, die sind hinten nicht drauf. Die sind quasi dann als groß, aber die sind in der Auflistung nie drauf, weil die immer speziell für gewisse Sachen hergestellt werden. Hier in dem Fall natürlich für die Comic-Con. Deswegen sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Mein Magneto. Und ich mag halt Venomized eh. Ich habe ja ganz viele davon. Und das ist so einer meiner Liebsten, weil er halt auch am speziellsten
Sowohl von der Herkunft, als auch von der Art, als auch vom Aussehen. Magneto Venomized. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Magneto findet, wie ihr Venomized Magneto findet, so vom Optischen. Und ja, dann würde ich sagen, Like natürlich nicht vergessen und dann sehen wir uns nächste Woche hier zum Funko Friday wieder. Sonntag gibt es wieder ein normales Video und bis dahin, tschüss.